und habe die Angel ausgeworfen und habe gewartet. In der heutigen Friday-Folge geht es darum, wie man VR im Arbeitsalltag integrieren kann. Ich denke, der grosse Vorteil von VR ist sicher, dass man wie reale Welten nachbauen kann. Also sprich, man kann viel intensiver miteinander zusammen arbeiten in einer virtuellen Welt, als jetzt auf einem Teams via Bildschirm. VR ist in Zukunft nicht wegzudenken von A wie Architektur, sprich dort beispielsweise Baupläne. Das ist ja heute auch schon so, dass man eine Wohnung durchlaufen kann, obwohl diese noch gar nicht gebaut wurde, bis hin zu Z, Zahnarztbesuch. Man weiss aus der Forschung, dass beispielsweise VR die Leute wie beruhigen kann, damit ein Zahnarztbesuch ein bisschen erholsamer ist und der Schmerz auch gelindert werden kann. VR ist ja für mich so ein Element, wo ich sage, die einzige Möglichkeit, um simuliert auch mal Fehler zu machen, die eben nicht passieren dürfen in der realen Welt. Und da gibt es gerade im Bereich der physischen Sicherheit gibt's auch da ganz spannende Ansätze. Das Löschen eines Tanklasters in einem Bahnhof zum Beispiel. Und ich glaube, dahin wird sich so ein bisschen entwickeln, dass es nicht nur darum geht, Wissen und Inhalte zu vermitteln, sondern eben auch lebbar und erlebbar zu machen, weil das Immersive bleibt halt stark in dir verankert. Wie kann VR dazu beitragen, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Stress abbauen und sich besser erholen können? Oder habe ich eine Story aus dem persönlichen Alltag? Ich weiß noch, ich hatte mal einen sehr stressigen Tag gehabt. Und dann habe ich mir irgendwann einfach meine Brille aufgesetzt und es gibt dort ein Angelspiel, da kann man angeln. Und ich habe mir diese Brille aufgesetzt und war so an meinem Teich, an meinem See und habe die Angel ausgeworfen und habe gewartet, bis ein Fisch... Und das hat mich mega entspannt. Das war so beruhigend. Ich glaube tatsächlich, dass VR und auch dieses Abschalten in dieser immersiven Welt tatsächlich auch zu einem absolut starken Stressabbau beitragen kann. Es gibt mega viele Fitness- und Yoga-Programme auch im VR, die mit Sicherheit auch stressabbauend wirken, definitiv. Und das ist, glaube ich, wirklich eine Sache, wo ich sage, wenn man so auch einen Einstieg will in die VR-Welt, mal sowas mal auszuprobieren, ist, glaube ich, ganz spannend. Welche Fragen habt ihr zu diesem Thema? Schreibt es uns in die Kommentare und wir werden es in der nächsten Friday-Folge anschauen.